Austausch und Kommunikation findet zunehmend digital und online statt. Das hat viele Vorteile, bietet leider aber auch viele neue Möglichkeiten und Formen der Gewaltausübung. In diesem Video wird es um digitale Gewalt gehen. Wenn ihr euch gerade nicht in der Lage fühlt, euch mit dem Thema zu befassen, schaltet nun lieber weg. Von digitalen Angriffen im öffentlichen Raum habt ihr bestimmt schon alle gehört. Das Netz ist ein männlich geprägter Raum. Das heißt, Webseiten, Apps und Inhalte werden häufig von Männern erstellt. Frauen, trans, inter- und nicht-binäre Personen sind dagegen in der Minderheit. Wenn diese sich dann zu bestimmten Themen äußern und als Frauen, trans, inter- oder nicht-binär zu erkennen sind, werden sie deswegen häufig angegriffen. TäterInnen und Betroffene kennen sich selten persönlich. TäterInnen agieren häufig anonym und haben so keine Angst vor Strafverfolgung. Doch für Betroffene hat die Gewalt reale Folgen. So sagen sie etwa öffentliche Auftritte ab oder müssen gar einen Wohnungswechsel erwägen, weil ihre Adresse gehackt und veröffentlicht wurde. Oft ziehen sie sich auch aus dem Internet zurück, um weitere Belästigungen oder Datenmissbrauch zu vermeiden. Weniger bekannt ist digitale Gewalt im persönlichen Nahfeld. Hier sind die TäterInnen den Betroffenen bekannt und die Angriffe gehen meist von EinzeltäterInnen aus. Häufig handelt es sich um ehemalige oder aktuelle BeziehungspartnerInnen. Es können aber auch ArbeitskollegInnen, Bekannte, MitschülerInnen oder KommilitonInnen sein. So werden zum Beispiel Passwörter und Accounts gehackt, digitale Identitäten gestohlen, um im Namen der Betroffenen Fotos zu verschicken oder beleidigende Nachrichten. Digitale Anwendungen wie Spy-Apps oder GPS-Tracking, um Betroffene zu kontrollieren oder zu bedrohen. Oder private Bilder veröffentlicht, um Betroffene zu diffamieren oder zu erpressen. Und diese Liste ist noch lange nicht vollständig. Im Gegenteil, sie wird durch die Weiterentwicklung digitaler Medien immer länger. Wer mehr darüber wissen will, in unseren Fußnoten geben wir dazu Literaturhinweise. Wichtig ist, meist wird hier ein bereits bestehendes Gewalt- oder Belästigungsverhältnis mit digitalen Medien fortgesetzt. Betroffene fühlen sich zudem häufig unsicher in ihrem Zuhause, da sie das Gefühl haben, dass der oder die Täterin überall ist. Cybergewalt hat somit Effekte auf die gesellschaftliche Teilhabe. Das betrifft auch Aspekte der Bildung und beruflichen Entfaltung. Werden Frauen, trans, nicht-binäre und Interpersonen aus diesem Raum verdrängt oder ziehen sich als Folge der Gewalt selbst zurück, schränkt das ihre Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ein. Aber es gibt Strategien gegen digitale Gewalt. Auch wenn es noch wenig Wissen gibt, ein angemessener Umgang von RichterInnen fehlt und Folgen digitaler Gewalt selten ernst genommen werden. Es besteht die Möglichkeit, gegen AngreiferInnen vorzugehen. Ein paar der relevanten Paragraphen haben wir euch unten verlinkt. Bei einer Vielzahl der Delikte muss ein Strafantrag gestellt werden. Hierzu besteht eine Frist von 3 Monaten. Falls ihr also betroffen seid, es ist in jedem Fall wichtig, zu dokumentieren, wann und in welcher Form ihr von der Tat erfahren habt. Dafür ist es sinnvoll, sämtliche Postings, Meinungsäußerungen und Kontaktaufnahmen zu sichern. Macht also so viele Screenshots wie möglich und sammelt alle Informationen, die Aufschluss über die Verantwortlichen geben können. Außerdem solltet ihr über die Situation sprechen, auch um der von den TäterInnen geschaffenen Isolation zu entkommen. Schweigen oder Nichtstun kann zu einer weiteren Bedrohung führen und vor allem den TäterInnen in die Hände spielen. Wenn Aufnahmen erstmals veröffentlicht sind, ist es schwierig, ihre Verbreitung zu verhindern. Wenn ihr aber rechtliche Schritte einleiten wollt, ist es sinnvoll, euch beraten zu lassen. Wendet euch hierfür an eine Fachberatungsstelle. Wie immer verlinken wir euch weitere Beratungs- und Hilfsangebote in der Bio. Schaut gerne auch unsere anderen Videos, wenn ihr mehr erfahren möchtet. Ansonsten freuen wir uns natürlich über Feedback. Also schreibt uns gerne oder kommentiert unsere Videos. Und wenn euch das Video gefallen hat und ihr die Verbreitung der Informationen genauso wichtig findet wie wir, dann folgt uns und/oder teilt unsere Videos unbedingt.